Das Volumenmodell von Pössl, ja, der Summit 600 Prime. Und vergesst alles, was ihr über Pössl vielleicht irgendwie geparkt habt bei euch im Kopf, ja. Vielleicht so ein bisschen Einstiegssegment oder so. Nein, dieses Fahrzeug hier ist purer Luxus und kostet, wie es hier steht, gerade mal 59.989 Euro. Was heißt nur, denn es ist wirklich viel drin. Wir haben einen Fiat-Motor mit drin, wir haben 410 Kilo Zuladung. Das ist, denke ich mir, für zwei Personen ist das okay, wenn man sich ein bisschen zusammennimmt, aber ganz viele Extras schon mit eingebaut, die wir uns gleich mal anschauen können. Zum Beispiel eine Markise ist mit drauf, TV ist mit drauf, Solar 175 Watt und. Das schauen wir uns gleich mal ein. Demnächst übrigens auch mit Fiat Ducato 8. Das ist jetzt noch ein 7er, aber stellt euch das Auto auch mal mit dem 8er vor. Das haben wir ja schon in ganz vielen Videos gezeigt. Ja, 2,3 Liter, 140 PS, schwarz Metallic ist natürlich richtiger Hingucker und muss man sich allerdings immer zweimal überlegen, weil natürlich so dunkle Fahrzeuge sich durchaus auch mal ein bisschen mehr aufheizen. Aber die Optik ist wirklich toll. Also es sieht gar nicht aus wie ein Camper, sondern wenn du jetzt so davor stehst mit den schwarzen Seitsfenstern an der Seite, die da sind und das hier mal schließt, dann wirkt das ganze Fahrzeug doch sehr automotiv und eher so PKW-mäßig. Fiat Professional, hinten ein Radträger drauf. Ich zeige euch mal gerade die Breite, dass man das komplett mal sieht. Wie breit ist dann das Fahrzeug am Ende? Hier übrigens Tipp, immer nur hier oben anfassen und schließen. Versucht nicht die Tür irgendwie unten zuzumachen, sonst habt ihr nämlich den Radträger an der Schläfe. Ich spreche da aus Erfahrung. So, Markise oben drauf. Die ist auch oben direkt montiert, dass sie möglichst wenig Platz wegnimmt. Und jetzt gehe ich mal ganz zurück und zeige euch mal die gesamte Aufbaulänge von der Optik her. Das ist alles. Ja, knapp 60.000 Euro. Hier steht er im Freistaat in Sulzmoos. Jetzt werden wir uns den mal ganz genau anschauen. Markise ist bereits montiert. Macht natürlich Sinn. Was auch noch ganz toll ist, ist eine Rahmenverlängerung, die man noch montieren kann. Das geht bei Fiat Ducato sehr einfach. Dort wird dann unter dem Fahrzeug der Rahmen verlängert. Ich kann dort zum Beispiel einen Rollerträger drauf machen oder nochmal einen großen Fahrradträger. Dann braucht man den nämlich nicht am Heck montieren, wenn man das möchte. Gerade dann, wenn ich einen Roller, zum Beispiel 125er Roller, Honda PCX habe ich am Einsatz. Ein sehr leichter Roller, 140 Kilogramm. Den kannst du dann einfach auf den Träger drauf machen. Ja, wir schauen mal hinten rein. Das ist ein Querschläfer. Geht dann los bei 6,40 Meter mit Längsschläfer, aber wir haben doch einen ordentlichen Raum zum Schlafen. Die Schlafseite hier ist auf der Beifahrerseite etwas verbreitert, das sieht man hier, damit, ich sag mal, die Füße liegen dann hier zusammen. Man kann auch quer drin schlafen, also man hat schon wirklich viel Platz hier drin. Das ist natürlich im Vergleich zu dem 540er nochmal viel mehr Stauraum mit drin. Es sind nur wenige Zentimeter mehr, aber die machen wirklich viel aus. Und hier siehst du schon, du hast hier wirklich vom Look and Feel her ganz anderer Möbelbau, ganz hochwertig, teilweise mit schwarzen Oberflächen, dunklen Oberflächen und ganz viel Weiß. Also das ist eigentlich das Interessante, mit dunklem Holz und ganz viel Weiß. Das geht. Und oben nochmal Grau mit dabei. Wenig Beige-Töne, also das dunkle Holz und Weiß, das funktioniert. Also wenn jetzt hier noch Beige drin wäre, dann wäre es nicht mehr so meins. Dann Entfall hier, Fenster auf der Seite, das finde ich auch gut, denn da sind die Füße, brauche ich auch kein Fenster. Zum Durchlüften habe ich hier ein großes Seitsfenster. Hier habe ich nochmal Fenster mit drin, die dann auch entsprechend verriegelt werden können. Das ist hier natürlich besonders schön, weil hier der Radträger noch davor ist. Hat man nochmal so ein Feeling, etwas mehr Sicherheit, die übrigens stufenlos verstellbar sind. Das gleiche habe ich auf der anderen Seite mit drin. Unten drunter, gucken wir mal kurz rein, sich hinter dieser Tür verbirgt. Da sind die Gasflaschen, 2 Stück. Die kann ich euch verraten. Ich muss mal gerade ein Stück weg hier. Kann man es etwas mehr öffnen. Und da sind 2x11 Kilo Gasflaschen mit eingebaut. Bei so einem Fahrzeug, habe jetzt, wie gesagt, mit dem einen Beamten gesprochen, der hat mir erzählt, er kommt mit einer Gasflasche, war jetzt in Spanien, waren so um die 15 Grad.
kam er 5 Wochen aus. Also wenn es nicht zu kalt ist natürlich. Ansonsten, wenn es sehr, sehr kalt ist, dann geht das natürlich nicht. Hier ist Wasser und Zugang zum Tank. Der Tank diesmal auf der linken Seite, üblicherweise auf der rechten Seite. Da sieht man es aber sehr einfach. Da ist die Zuführung zum Wasserstopfen mit drin. Auch hier Karatec Fernseher schon mit eingebaut, so wie sehe ich, da ist die Markise mit drin. Hier das Bordwerkzeug, was hier mit dabei ist. Und linker Hand, denn hier, da ist der Wassertank. So, wir machen mal zu, damit wir so das Feeling von innen etwas besser sehen können. Und hier bitte dran denken, hier oben anfassen, nicht an der Tür. So, und das ist das Fahrzeug. Gehen wir kurz drum rum nochmal. Durchaus auch mit etwas Übung im Alltag einsetzbar. Cool ist hier das Skyroof, das werde ich euch gleich mal zeigen, denn statt dem Schrank hat man hier also die Möglichkeit, viel mehr Raumvolumen zu schaffen durch dieses Fenster hier. Das werden wir uns mal kurz angucken. Jetzt ist hier, Moment, ein Messelicht installiert. Das werde ich aber jetzt nicht abschalten können, aber werden wir ganz kurz mal schauen, was wir haben. Dann drehe ich nämlich ein bisschen mehr meine Lampe auf und dann können wir euch mal innen zeigen, wie das Ganze gemacht ist hier. Bisschen wärmerer Ton und los geht's. Das ist unser Heck. Das heißt, wir haben also hier einen kompletten Querheckschläfer mit dabei und hier sieht man auch mal, wie groß das Panoramafenster ist, wo ich ja üblicherweise nur solche Schlitze drin habe. Hier habe ich richtig große Fenster mit drin. Oberschränke wie in der Luxusklasse mit ordentlichen Beschlägen und Soft Close. Cool. Mal zumachen. Die gehen also wirklich wie von selbst zu. Fühlt sich auch haptisch, also ist wirklich was ganz anderes. Da nochmal 2 Schränke drüber. Ich habe ein graues Muster hier oben drauf. Sieht auch so schon ganz schick aus. Und dann mein Bad, das von den Platzverhältnissen her auch ausreichend ist. Also hier kann man sich auch als großer Mann hinsetzen und hat den Vorteil, dass ich hier in der Mitte den Gang komplett frei habe. Das kann ich euch mal gerade zeigen. Der Bodenbelag selbst ist so ein, ja, sieht aus wie Stoff, wie so ein Sisal oder ich sag mal, was unten am Boden ist. Aber nein, es ist ein richtiger, robuster Boden, der hier verbaut ist. Das täuscht. So, jetzt gucke ich mal gerade, wir haben ein Schwenkbad. Hey, da oben Spiegel nochmal mit drin. Ganz oben ein Spiegel. Dann habe ich hier nochmal einen großen Spiegel mit eingebaut. Gucken, ob ich hier was öffnen kann. Ne, der ist jetzt hier fest. Und Waschbecken, 230 Volt sind hier. Da sind 12 Volt mit drauf. Im Nassbereich wahrscheinlich. Muss ich gleich mal gucken, wo wir da 230 Volt haben. Wahrscheinlich im Schrank drin hier. Mal schauen. Da ist jetzt keine 230 Volt Steckdose. Ah gut, 12 Volt ist wahrscheinlich im Nassbereich ein bisschen sicherer. Ansonsten kann man sich die 230 Volt ja auch einfach reinziehen von der gegenüberliegenden Seite. So, Dusche. Das ist natürlich mit der Schwenkdusche schon sehr interessant. Also Schwenkbad im Kastenwagen, das ist interessant. Mit 2 Abläufen, viel Platz drin, dass du auch wirklich ordentlich duschen kannst. Das ist hier drin Riesenheki, Bügelheki hier mit eingebaut und die Ablagen auch, sodass du also das Wichtigste zumindest hier für den Zeitraum der Dusche abstellen kannst. Das Ganze ist magnetisch verriegelt. Hier ist der Duschkopf mit drin und geht wirklich wie von Geisterhand. Also es geht wirklich sehr einfach. Also nochmal, so geht's auf. Schwenkbad klickt hinten rein, richtig, magnetisch. Und dann habe ich diesen großen, wirklich sehr, sehr großen Duschbereich mit einem Doppelablauf, je nachdem wie das Auto steht, kann also dann auch ein Ablauf gewährleistet werden. Ja, ich habe es euch eben gesagt, das ist dieses Panoramafenster, von dem ich so schwärme, das, mal gucken, jetzt auch mit einer Kurbel versehen ist. Das heißt, vorher hatten wir ja immer das Panoramafenster bei vielen Modellen mit einer stufenlos einstellbaren Rändelschraube und hier kurbel ich es einfach auf. Hat natürlich auch
ein Vorteil, dass ich nicht irgendwie reinkrätlern muss. Das kann ich natürlich auch komplett verdunkeln, weil das hat schon eine gewisse Wirkung dann im Sommer. Aber es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Also stark getönt nach außen. Rausgucken kann ich gut, reingucken kann ich hier fast gar nicht. So, gucken wir gerade, ein Sony 9 Zoll Navigationsgerät ist mit eingebaut. Hier ist noch ein Fiat Ducato 7, aber jetzt die neuen auch mit Fiat Ducato 8. Remis, Verdunklungssystem hier in der Tür eingebaut. Das kennt ihr ja schon von tausenden anderen. Bewährt. Und auch vorne habe ich ein Dometic Rollo. Das kann man gerade mal schauen. Müsste ein Dometic sein, dass ich auch so privacy-mäßig von unten nach oben einfach hochrollen kann, sodass keiner so direkt reinschauen kann. Das ist natürlich auch ganz praktisch. So kann man oben nämlich noch so einen kleinen Schlitz lassen, aber ich habe ja das große Panoramafenster. Ich habe also hier ein Fenster, habe an der Seite ein Fenster, habe sowieso hier in der Fahrerhaustür habe ich mir ein Fenster eingebaut. Man kann mal aufmachen. Sekunde. Ich glaube, es ist eine Sperre drin. Warte mal, ich riegel das mal gerade. Und hier das Seitenfenster, hier kann man ja auch ganz prima stufenlos verstellen. Also hier habe ich einen Rundumblick und natürlich auch ein Fliegengitter mit dabei, das ich übrigens auch so jetzt in dem Fall montiert lassen kann. Küche, das haben wir jetzt schon mal gesehen. Also hier der Kompressorkühlschrank von beiden Seiten zu öffnen, was natürlich beim Kastenwagen jetzt toll ist. Du kannst von außen die Getränke entnehmen. Hier ist die Arbeitsplattenverlängerung auf der Seite hier. Die kann also hier nach da ausgeklappt werden. Und das Kombi-Kochfeld. Und hier siehst du auch noch direkt die 60 Zentimeter, wie die genutzt sind. Du hast also eine wirklich tolle Arbeitsplatte in einem Kastenwagen mit eingebaut, die auch sehr gut zu benutzen ist, von der Größe her, mit Piezo-Zündung und 2 Kochfeldern. Schränke auch hier durchgehend von vorne nach hinten, riesengroß. Der Karatec-Fernseher ist schon eingebaut aus Landau, kennt man ja von meinen anderen Videos, die ich habe. Und die Heizungsanlage, die findet man natürlich da, wo sie hingehört, neben der Dusche direkt. Schön ist hier die Filzauskleidung. Das sieht auch ganz edel aus. Und wenn ich das Ganze loslasse jetzt hier, das macht schon einen sehr wertigen Eindruck. Hier auch die Lampen. Da ist hier so LED-Lampen mit einer Linse mit drin, die fokussiert dann, sodass man die auch als Leselampe verwenden kann. Und zusätzlich habe ich hier an der Seite nochmal so ein indirektes Licht mit drin, was bestimmt auch ganz schick aussieht. Ablageflächen überall und hier meine Truma Kombi-Heizung. Hier ist der Elektroblock und hier müsste eigentlich auch die Heizung drunter sein. Unter dem Bereich. Großes Staufach hier nochmal. So, und hier sieht man auch nochmal eine zentrale Verteilung der Wasseranschlüsse. Auch ganz nett gemacht. Da gibt es ein Brett, das kann man drüber liegen, das liegt direkt daneben, kann das abdecken, aber hier ist es nochmal sichtbar. So, kann nochmal zumachen kurz. Also hier habe ich nochmal Stauraum. Der Tisch, der kann auch zum Schlafen benutzt werden, der wird unten eingehangen. Und ich habe jede Menge Staufächer hier drinnen, unter der Küche. Unter anderem hier noch einen großen Schrank, den ich nutzen kann. Und unten nochmal 2 Schränke eingebaut. Da ist ein Lüftungsgitter mit drin. Und die Funktion könnte vom Kühlschrank sein, dass dort die Luft zirkulieren kann. Beim Kompressor wird es ja auch ein bisschen warm. Und das ist die Ausstattung. Also viel dunkles Holz mit ganz hellen Oberflächen, grau. Und in der Kombination, muss man es einfach gesehen haben, wirkt es wirklich sehr schick. Preis-Leistungs-Verhältnis, ich kriege hier ein komplett ausgestattetes Fahrzeug, das ich auch im Alltag benutzen kann. Liegen wir jetzt hier bei 59.989 Euro. Der Summit 600 Prime, 6 Meter Länge, 2,58 Höhe.
Also deutlich unter 3 Meter und 2,5 Meter Breite. Und Zuladung hier 410 Kilogramm. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind im Freistaat in Sulzemus. Danke für die Bereitstellung der Fahrzeuge bei Glück Fahrzeuge. Wenn ihr uns einen großen Gefallen machen wollt, abonniert doch unseren Kanal. Gibt es eine Abo-Taste und prüft doch mal, ob ihr ihn schon abonniert habt. Ja. Wenn das nicht geht im Moment, weil ihr auf dem Fernseher seid und ihr habt ein Android-Handy, dann seid ihr zu 99% auch in der Lage, auf dem Handy zu abonnieren und einfach die Abo-Taste zu drücken. Und gleich werden wir euch noch mehr zeigen. Hier steht er, der Pössl P2 Relax im nächsten Video. 63.230 Euro. Danke. Tschüss.